Wenn ihr kreativ sein wollt, dann geht das natürlich auch über die PC-Nachbearbeitung. Gar kein Problem, aber es gibt natürlich auch schon Möglichkeiten, direkt an eurer Drohne bei euren Filmaufnahmen Filter anzuschrauben, und um dieses Thema kümmern wir uns heute mal in meinem Video. Es geht um Freewell-Filter. Die Firma Freewell hat mir alle verfügbaren Filter mal zugeschickt und ich habe diese Filter auf meine Drohne aufgesetzt, bin sie geflogen und es ist eine Heidenarbeit. Das heißt praktisch, du kannst ja nicht nur die Filter hier sozusagen raufmachen, du musst ja jeden Filter wieder an- und wieder abschrauben, dann musst du die Drohne ausmachen, wieder anmachen, wieder starten, wieder damit fliegen, dann wieder die Drohne landen lassen, die nächsten Filter rauf, und ihr Lieben, seid so freundlich und gebt mir dafür einen Like mit diesem Video, weil das ist echt meine Währung, was sozusagen mein Video so ein bisschen nach vorne treibt im YouTube-Algorithmus, und dann auch die Bezahlung für diese grausame Arbeit, ständig die Filter wieder auf- und abzuschrauben und gleichzeitig dann wieder die Drohne landen zu lassen und fliegen zu lassen und landen zu lassen und fliegen zu lassen. Filter, 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 und ihr seht schon, es ist eine Menge, was hier sozusagen liegt, und wenn die erstmal ausgepackt sind, dann ist das natürlich noch mehr. Und wenn ihr viele Filter für eure kreativen Videos mitnehmen möchtet, dann gibt es natürlich hier von Freewell ein extra riesiges Filter-Case, kann man auch kaufen. Und das verlinke ich euch mal in meiner Videobeschreibung. Wer da Interesse hat, bei diesem Case mal nachzuschauen, der kann es gerne tun. Und wir haben natürlich hier die Filter von Freewell. Und bei Freewell ist das ganz Besondere, die probieren die Filter vorher auf deiner DJI Mini 3 Drohne aus. Das nennt sich Safe Gimbal Technologie. Das heißt, dass wirklich alle Filter mit eurem Gimbal von der Drohne laufen. Weiterhin ist es natürlich wichtig, ich höre schon wieder die Stimmen, wenn ich einen Filter aufschraube, dann ist doch meine Drohne bestimmt über 249 Gramm und dann kann ich doch wieder eine andere Klasse und diese Filter, beziehungsweise viele von diesen Filtern wiegen nur 0,7 Gramm. Das heißt, man kann da ganz entspannt rangehen und eure Drohne bleibt unter der 250 Gramm Marke bei den Freewell-Filtern, und das ist natürlich eine wunderbare Sache. Packen wir die Filter mal aus, und da geht es natürlich gleich am Anfang um meinen Lieblingsfilter. Bei dem packen wir jetzt erstmal aus, und das geht natürlich relativ einfach. Wer die Filter noch nicht angebracht hat an seiner Drohne, das ist nicht kompliziert. Vorne ist hier sozusagen ein Glas verbaut an der DJI Mini 3 Pro. Hier diesen Filter bloß einfach kurz drehen, kann man den abnehmen, und dann sieht man, oben ist Freewell als Beschriftung hier an diesem Filter dran, und das ist natürlich auch die Oberseite. Ihr solltet natürlich nicht auf den Filter fassen, wie ich gerade, und einfach bloß klick, klack, und schon ist die ganze Sache fertig. Und diese Filter sind natürlich im Moment meine Lieblingsfilter. Das sind Effektfilter, und die nennen sich FX Series 2 Pack von Freewell. Und ihr kennt doch bestimmt aus den Kinofilmen diese wunderbaren Spiegelungen, die da immer beim Licht von links nach rechts gehen und so in Waage sich halten oder etwas schräger sind beim Autolicht. Und diese Spiegelung nennt man Lensflares. Diese Lensflares kann man mit diesen Filtern künstlich erzeugen, und das ist eigentlich relativ clever durchdacht. Du hast einmal einen Goldton als Filter, also mehr so die warmen Töne, die sozusagen in Lichtreflexion drin sind, und die kannst du dann sozusagen mit dem Filter hier direkt einfangen. Oder du hast die kalten Töne, das ist dann so eine Art Blautonfilter, die du dann hier sozusagen verwenden kannst, und gleichzeitig kannst du dir die Richtung dieser Lensflares noch aussuchen. Das heißt, im Normalfall sind die meistens gerade oder vielleicht ein bisschen schräg, und wenn du hier oben das Rädchen verstellst, dann kannst du diese Dinge nochmal ändern. Und das geht natürlich bei beiden Farbkombinationen, also sowohl als beim Blau als auch beim Goldfilter. Aber jetzt kommt das kleine Minus bei diesen Filtern. Es sieht natürlich nicht aus, wenn du mehrere Lichtquellen hast. Das heißt, wenn du eine Straße mit mehreren Lampen filmst oder eine Stadt oder irgendwas anderes, ist natürlich dann klar, dass aufgrund dieses Filters hier alle Lichtquellen sozusagen den Lensflare haben, und das sieht natürlich teilweise relativ künstlich aus. Also kannst du diese Filter maximal auf wenige Lichtquellen ausrichten. Das sieht dann immer noch ein bisschen cinematisch und spielfilmartig aus. Und ja, wie gesagt, also ich kann es so empfehlen, so habe ich es auch gemacht, dass ich sozusagen eine Lichtquelle habe oder zwei maximal und dann diese Lensflare-Spiegelung hier drin habe. Dann sieht das ein bisschen cooler aus mit mehreren Lichtern oder ganz vielen Lichtern abends
meistens sieht das nicht sehr professionell aus. Am Tag ist das Ganze so ein bisschen humaner zu betrachten. Du kannst natürlich auch Lensflares machen mit reflektierendem Sonnenlicht, aber allzu viel kannst du da sozusagen nicht zaubern. Mehr in der Nacht und mehr am Abend, da wirken dann wirklich die Filter. Im Moment, wie gesagt, im Nachtflug eigentlich so meine Lieblingsfilter. Du kannst bei Spiegelung eine Menge rausholen, du kannst in deine Videos verschiedene Elemente noch mit einfügen, die deine Videos so ein bisschen cinematischer machen. Und dann kommen wir mal zum nächsten Filter. Das nächste Filterpack ist dann das Long Exposure 4-Pack oder 4-Pack genannt. Also ihr kennt natürlich ganz normale ND-Filter, die gehen meistens bis zur Stärke 64, vielleicht auch bis 128, aber diese ND-Filter, die gehen von 128 über 256 bis zu 512 und zum ND 2000. Und die normalen ND-Filter stelle ich euch nachher im Laufe des Videos auch nochmal vor. Aber jetzt sind erstmal diese Extremfälle dran von diesen ND-Filtern, weil die haben natürlich eine ganz besondere Aufgabe, und zwar sind die in ganz hellen Lichtsituationen vom 128er bis maximal zum 512er, ich würde eher zum 256er tendieren, sind die vielleicht noch unwahrscheinlich gut auf deiner DJI Mini 3. Hast du wirklich kompletten Schnee, dann hast du gleichzeitig noch Sonne, das kracht so dermaßen in die Linse, da sind die Filter vielleicht ganz hilfreich. Von den Stufen her ist das natürlich einfach zu verfolgen. 2000 die höchste Stufe, 512 niedriger, 256 darunter und die 128 ganz unten bei diesen Filtern. So kommt bei 2000 natürlich nicht mehr allzu viel Licht durch. Und ich wollte jetzt mal wissen, wie der 2000er Filter auf der DJI Mini 3 reagiert. Da kannst du alles hochschrauben, die ISO, den Shutter Speed komplett und siehst wirklich nur, wenn du gegen die Sonne fliegst. Die Sonne ist natürlich auch eine interessante Geschichte, jetzt mal für Aufnahmen, die die Sonne betreffen. Wenn jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlich gedreht wird, dann ist das natürlich eine interessante Geschichte, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst noch den 2000er Filter einsetzen kann. Vielleicht bei Schweißarbeiten in der Industrie, wenn jetzt sozusagen vielleicht die heiße Lava von einem Vulkan kommt oder irgendwas anderes. Da ist es vielleicht noch möglich bei ganz, ganz hellen Lichtquellen, aber 2000er meistens, wie gesagt, in Bezug auf die Sonne, und dann könnt ihr ja meistens immer runterstufen. Was ist dann nicht mehr so hell, dann nehmt ihr halt die 512. Die Filter sind für Experten und für Leute, die so ein bisschen wirklich ganz viele helle Lichtquellen haben. Ansonsten reichen wirklich die Filter bis zur 128. Ein 128er solltet ihr euch noch gönnen, denn ich war in Spanien gewesen und hatte nur das Filterset bis zur 64 mit und hätte noch eine 128 an Lichtstärke brauchen können, weil das war wirklich relativ hell, wenn wirklich die Sonne bei einem klaren Tag auf den hellen Strandsand trifft. Da siehst du kaum noch was. Das merkt man ja auch bei der Sonnenbrille, dass es dann so ist, wenn die Sonnenbrille etwas stärker von der Stufe ist, dann ist natürlich das Auge relativ entspannt entlastet. Und so ist es auch bei den ND-Filtern. Umso stärker der Filter, umso mehr kann die Linse sozusagen noch ein bisschen Details und andere Dinge zaubern. Kommen wir eigentlich zu den gängigsten Filtern, nämlich den Polfilter. Und der Polfilter ist ein Filter, der in der Fotografie eingesetzt wird, um Licht zu polarisieren. Was ist das? Er dient dazu, Spiegelung von nichtmetallischen Oberflächen zu entfernen. Und Polfilter sind eine abgekürzte Schreibweise von Polarisationsfilter. Nochmal kurz erklärt, Licht schwingt naturgemäß, dreidimensionale Lichtstrahlen werden von einer Lichtquelle ausgesendet und von anderen Gegenständen reflektiert und von manchen Oberflächen auch absorbiert. Wenn sich die Lichtstrahlen durch den Raum bewegen, schwingen sie als dreidimensional. Ein Polfilter sorgt dafür, dass das Licht nicht in mehreren Ebenen schwingt. Er transformiert es so, dass es nur auf einer Ebene schwingt. Und so sind die Polfilter ausgelegt, und da gibt es von Freewell hier zwei Beispiele für Polfilter, manchmal etwas stärker, manchmal etwas schwächer. Die kann man leider hier nicht einstellen, muss auch nicht unbedingt sein. Reicht, wenn du dir so einen Polfilter direkt vor die Linse schraubst, und dann hast du sozusagen die Spiegelung nicht so doll. Man hat es auch in den Bildern gesehen. Also es ist ein entspannter Filter, wo man in der Nachbearbeitung immer noch was machen kann. Apropos Bildeinstellung, ich habe in meinen Aufnahmen, die ihr seht, kein Logprofil eingestellt, sondern wirklich nur auf manuell gestellt und mit der ISO
Pro und mit dem Shutter etwas gespielt. Meistens ist es gut, die ISO ganz runter zu machen, den Shutter dann sozusagen anzugleichen. Manchmal geht es aber nicht, wenn du jetzt sozusagen einen sehr starken Filter hast, dann musst du die ISO dann doch schon etwas höher drehen, was aber nicht schlimm ist. Aber wie gesagt, bei mir gibt es kein Logprofil. Die Bilder sind auch nicht im Nachhinein bearbeitet. Die sind alle so, wie sie aus der DJI Mini 3 Pro mit den jeweiligen Filtern kommen. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Und ansonsten kann jeder in seinem Repertoire wirklich den Polfilter gebrauchen. Das ist ein schöner Filter, der macht alle Farben nochmal ein bisschen kräftiger und polarisiert, wie schon gesagt, das Licht im Filter. Kommen wir mal zu den VNDX Mistfiltern, das Ganze im Zweierpack, und das ist für Menschen interessant, die sehr viel Landschaftsaufnahmen machen. Warum ist das so interessant? Wie das englische Wort schon sagt, sind das Nebelfilter, und hier haben wir so einen leichten Schleier im Bild, und diese Filter, die haben aber einen riesen Vorteil. Sie bringen Lichtquellen zum Leuchten. Alle Lichtquellen im Bild bekommen einen leichten Glow-Effekt und dabei werden die Kontraste sehr stark erhalten, und hiermit zaubert man einen ganz besonderen Look, denn diese Mistfilter bekommt ihr in unterschiedlichsten Stärken und sie sind natürlich auch noch einstellbar. Wer jetzt sozusagen hier seine Stärke einstellen möchte, das geht bei diesen Filtern. Eigentlich nur noch dunkler oder heller oder quasi dieser Nebeleffekt erhöht oder dieser Nebeleffekt verringert. Das kann man sehr gut erkennen, dass die Position auf 0 steht, wenn man hier diesen weißen Strich dann direkt raufbringt. Das ist natürlich sehr klein, aber wie gesagt, hier schließt der weiße Strich direkt ab und so kann man geringer und mehr dann immer noch mit einstellen, je nachdem, wie man seine Aufnahmen mit diesem Filter bestücken möchte. Sehr interessante Geschichte für Landschaftsaufnahmen. Mir machen die Spaß und die sind wirklich auch so ein kleines Must-Have-Gadget, was man sozusagen besitzen muss für seine DJI Mini 3, weil wir fliegen ja immer über Landschaften oder halt mal über Wasser, über schöne Dinge. Und wenn das so ein bisschen erhellt wird durch diese Filter, ist das gar keine schlechte Sache. Ich habe es euch ja anfangs schon gesagt, jetzt kommen wir mal zu den variablen ND-Filtern. Und die heißen natürlich variable ND-Filter, weil hier auch nochmal alles, wie vorher schon erzählt, einzustellen ist. Also die Stärke des Filters könnt ihr hier durch Drehen am Filter nochmal extra für euch einstellen. Und den ND-Filter nochmal ganz kurz erklärt, damit es auch jeder versteht. Die Abkürzung steht für Neutral Density, neutrale Dichte. Der ND-Filter reduziert die Lichtintensität, die durch das Objektiv eindringt. ND-Filter sind meiner Meinung nach eines der kreativsten Werkzeuge in der Landschaftsfotografie. ND-Filter reduzieren den Lichteinfall und dadurch verlängert sich die Belichtungszeit. Durch die gezielte Verwendung von Belichtungszeiten kann man dem Bild eine ganz besondere Wirkung geben und es wirklich auch interessanter machen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, da man hier ja, wie gesagt, noch die Stärke der Filter einstellen kann. Für mich eine interessante Geschichte. Die sind etwas teurer als die ganz normalen ND-Filter, aber wer so ein bisschen sich auf die ND-Filter spezialisiert, der sollte wirklich die 20 € mehr ausgeben und hier gleich die variablen ND-Filter nehmen, was natürlich ein bisschen doof ist, muss ich ehrlich mal sagen, jetzt ohne Pinzette oder so. Man sollte eigentlich so einen kleinen Griff oder so dafür entwickeln, ist natürlich den ND-Filter immer ordentlich auf die Drohne raufzubekommen, ohne darauf zu greifen. Ja, man hat natürlich mit einer großen Männerhand hier relativ viele Probleme, da nicht so raufzutatschen, denn wenn ihr darauf toucht, dann kann es natürlich zu Problemen in eurer Aufnahme kommen, also ihr solltet das vermeiden und immer versuchen, direkt hier an der Seite den Filter anzufassen, raufzubringen und gleichzeitig natürlich dann auch wieder in die Packung zurückzubringen. Ich weiß, wenn man nicht sitzt, sondern steht, ist das relativ kompliziert. Ich habe aber Freewell schon mal angeschrieben und habe denen das auch schon mal mitgeteilt, ob hier vielleicht so eine Möglichkeit existiert, eine extra Zange bzw. eine Klammer zu entwickeln, wo man den Filter einfach nur direkt hier im Gehäuse anhebt und gleichzeitig die Festigkeit hat, den hier anzubringen. Dann hat man da mit den großen Händen keine Probleme mehr. Das ist, wie gesagt, noch ein Verbesserungsvorschlag, wo man die Filter hier noch etwas interessanter machen kann.
Ich habe ja die Mistfilter schon erklärt, das sind nicht Mistfilter, das sind Nebelfilter, die heißen nur Mistfilter. Und es gibt natürlich auch nochmal eine Perfektionierung von Freewell, also entweder die Mistfilter oder diese Landscape-Filter, was nichts anderes heißt als Landschaftsfilter. Die sind hier auch nochmal so aufgebaut, dass die verschiedene Stufen drehbar zum Regulieren drin haben und eure Farben in der Landschaft natürlich nochmal richtig schön anheben, die Kontraste so ein bisschen bewerten und ja, einfach euer Bild etwas anders aussehen lassen als mit dem normalen Objektiv. Aber wenn ihr ja schon die Mistfilter kauft, dann braucht ihr sozusagen dieses Landscape-Filter-Pack nicht extra. Ich finde auch die Unterschiede nicht allzu groß zwischen den Mistfiltern und den Landscape-Filtern, aber ein paar kleine Unterschiede gibt es hier direkt in der Beschichtung von den Filtern, weil du kannst hier nochmal verschiedene Stufen einstellen. Das ist dann so ein bisschen bläulich, neblig und hier kannst du auch nochmal hoch und runter drehen, was die Stärke betrifft. Also da kann man schöne Einstellungsvarianten hier mit erzeugen. Das Einzige ist natürlich, wenn die Drohne an ist, was ich jetzt gemerkt habe, mach mal hier so direkt noch einen Filter rauf, wenn die Drohne an ist und du hast natürlich hier die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu tätigen, das geht nicht. Also das geht nur, wenn die Drohne aus ist, weil du willst ja den Gimbal hier nicht verletzen. Und wenn die Drohne aus ist, ja, wie willst du dann sozusagen die Stärke einstellen? Das musst du alles schon im Vorhinein machen. Ja, für den einen, der mag es, für den anderen ist es ein bisschen kompliziert. Ich finde die Lösung doch relativ kompliziert, wenn man die jetzt im Vorhinein einstellt. Man kann sie natürlich gegens Licht halten und dann schon mal verschiedene Sachen dort einstellen in der Voreinstellung. Aber die wirkliche Endeinstellung macht man ja eigentlich an der Kamera bzw. am Bild. Und wenn die Drohne an ist kompliziert und da muss man auch aufpassen, dass man hier den Gimbal nicht allzu sehr in Anspruch nimmt, weil der ist natürlich auch nicht so super fest gelagert, ist natürlich klar, der muss sich ja bewegen. Also hier solltet ihr dann immer echt vorsichtig sein, wenn ihr die bestimmten Stärken einstellt mit dem Gimbal, wenn die Drohne an oder wenn die Drohne aus ist. Und gerade wenn du viele Filter benutzt, hast du natürlich die Nase voll irgendwann von allen Einstellungen, klein, groß. Ich habe nachher nur noch in meinem Urlaub mit den ND-Filtern gedreht, mit den variablen ND-Filtern und hatte dann nochmal die Mistfilter mit drauf, was so die Farben so ein bisschen korrigiert. Das ist eine schöne Sache, aber wie gesagt, mit den Einstellungen, da gibt es die einen, die mögen das und die anderen, die sagen, natürlich ist mir völlig egal, ich brauche einfach nur ND-Filter. Gibt es natürlich auch von Freewell. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal die Filter etwas näher bringen. Die sind natürlich auch noch kratzfest, staubdicht, öldicht und wasserfest. Also das ist eine coole Sache und bei Freewell gibt es dann wirklich Qualität. Das merkt man auch, wenn man so die Filter aufsetzt. Alles nochmal verlinkt in meiner Videobeschreibung. Wen jetzt besondere Filter interessieren sollten, der kann einfach mal nachschauen hier unter meinem Video. Und damit war es das mit diesem Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.